Willst du wissen, wie du auf Deutsch über das Wetter sprechen kannst? Genau darum geht es in unserem Podcast. Heute lernst du in einfachem Deutsch, wie du über das Wetter sprechen kannst. Hallo, mein Name ist Markus. Und mein Name ist Sarah. Damit herzlich willkommen bei unserem Deutschland-Podcast. Viele wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum ist es so wichtig, über das Wetter zu sprechen? Und das ist ganz einfach. Deutsche lieben es, über das Wetter zu reden. Das Wetter ist perfekt für einen kleinen Smalltalk auf Deutsch. Man spricht darüber bei der Arbeit, mit Nachbarn oder einfach zwischendurch. Ich weiß noch, als ich gerade nach Deutschland gekommen bin. Leute haben mich gefragt, wie findest du das Wetter heute? Und du wusstest nicht, was du sagen sollst. Genau. Ich habe die Frage gehört, aber nicht richtig verstanden. Solche Situationen hatte ich auch. Am Anfang wusste ich nicht einmal, was Wetter bedeutet, Und genau deshalb machen wir diesen Podcast. damit ihr in solchen Momenten sicher reagieren könnt. Und locker über das Wetter sprechen könnt. Schritt für Schritt und ohne Stress. Wir starten mit den wichtigsten Wörtern zum Thema Wetter. Wörter wie Sonne, Regen, Nebel und Hitze sind sehr wichtig für den Alltag. Wisst ihr, wie man diese Wörter benutzt? Wahrscheinlich kennt ihr schon viele dieser Wörter, aber oft benutzen Lernende sie nicht ganz richtig. Genau deshalb sprechen wir auch über die häufigsten Fehler beim Deutschlernen. Ihr werdet überrascht sein, welche kleinen Fehler sogar Muttersprachler noch machen. Danach schauen wir uns einfache Sätze an, die man im Alltag oft hört und benutzt. Wir sprechen darüber, wie man über das Wetter heute, gestern und morgen redet. Und wir zeigen euch, wie man mit dem Wetter ein Gespräch beginnen kann. Am Ende gibt es wieder kleine Beispiele und eine Übung zum Mitmachen. So könnt ihr das Gelernte direkt anwenden. Also hört entspannt zu und macht mit. Markus, wie ist eigentlich das Wetter heute in Berlin? Ich war heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und habe es sofort gemerkt. Heute ist das Wetter in Berlin ziemlich freundlich. Die Sonne scheint und es ist nicht zu kalt. Auf dem Weg zur Arbeit war es wirklich angenehm. Ja, das fand ich auch. Es war hell und trocken. Ich bin ohne Regenschirm aus dem Haus gegangen. Gestern war das noch ganz anders. Stimmt, gestern war es bewölkt und es hat geregnet. Als ich zur Arbeit gegangen bin, bin ich richtig nass geworden. Genau. Regen bedeutet, dass Wasser vom Himmel fällt. Viele sagen dann einfach, es regnet. Heute regnet es nicht. Heute ist es trocken. Trocken heißt kein Regen. Trocken ist ein sehr wichtiges Wort im Alltag. Wenn es trocken ist, kann man gut spazieren gehen. Oder man kann mit dem Fahrrad fahren. Heute geht das gut. Ein anderes wichtiges Wort ist sonnig. Sonnig bedeutet viel Sonne. Heute ist es sonnig in Berlin. Das macht gute Laune. Ja, bei Sonne fühlen sich viele Menschen besser. Gestern war es nicht sonnig. Gestern war der Himmel grau. Grau sagt man oft, wenn viele Wolken da sind und wenig Licht. Genau. Dann fühlt sich der Tag oft länger an. Heute ist es auch etwas wärmer als gestern. Warm ist das Gegenteil von kalt. Gestern war es ziemlich kalt. Heute Morgen war es angenehm, nicht zu kalt und nicht zu warm. Angenehm ist ein gutes Wort für das Wetter.
Mit diesen Wörtern kann man schon viel über das Wetter sagen. Und genau so sprechen viele Menschen im Alltag über das Wetter. Jetzt haben wir über das Wetter gesprochen, wie es ist. Aber oft sagen Menschen auch, wie sie das Wetter finden. Ja, man sagt nicht nur, wie das Wetter ist, sondern auch, wie man sich dabei fühlt. Ich zum Beispiel mag sonniges Wetter sehr gern. Wenn die Sonne scheint, habe ich sofort bessere Laune. Das kenne ich. Bei Sonne bin ich auch motivierter. Ich gehe dann gern spazieren oder treffe Freunde. Wenn es regnet, fühle ich mich manchmal müde. Mir geht es ähnlich. Regen macht mich ruhiger, aber manchmal auch ein bisschen langsam. Müde bedeutet, dass man wenig Energie hat. Genau. Dann sage ich oft, das Wetter macht mich müde. Ich mag Hitze nicht so gern. Hitze ist, wenn es sehr warm ist, oft im Sommer. Ja, wenn es zu heiß ist, bleibe ich lieber drinnen. Ich auch. Dann sage ich oft, es ist mir zu heiß. Dafür mag ich kühles Wetter. Kühl bedeutet nicht warm, aber auch nicht kalt. Genau. Bei kühlem Wetter kann ich gut arbeiten. Jetzt sprechen wir über die Jahreszeiten. Das ist ein Thema, über das viele Menschen gern reden. Ja, es gibt 4 Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Meine Lieblingsjahreszeit ist ganz klar der Frühling. Nach dem Winter fühlt sich alles leichter an. Es wird langsam wärmer, die Tage werden heller und ich habe wieder mehr Energie. Im Frühling gehe ich viel raus. Ich gehe spazieren, treffe Freunde und sitze gern draußen im Café. Das Wetter macht dann gute Laune. Das kann ich gut verstehen. Für mich ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Ich mag die frische Luft und die ruhige Stimmung. Es ist nicht mehr heiß, aber auch noch nicht richtig kalt. Im Herbst gehe ich oft lange spazieren, manchmal durch Parks oder Wälder. Die Farben sind schön und ich kann gut nachdenken. Sommer mag ich auch, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn es zu heiß ist, wird es anstrengend. Ja, Hitze kann müde machen. Im Sommer versuche ich, früh morgens oder abends etwas zu machen. Mittags bleibe ich oft drinnen. Und dann kommt der Winter. Ich mag den Winter ehrlich gesagt nicht so gern. Mir geht es ähnlich. Es ist kalt, die Tage sind kurz und es wird früh dunkel. Genau. Dunkel bedeutet, dass wenig Licht da ist. Das drückt manchmal auf die Stimmung. Deshalb machen wir im Winter oft etwas Besonderes. Wir fliegen dann meistens in den Urlaub. In ein warmes Land. Ja, genau. Sonne, Wärme und Licht. Das hilft sehr gegen den Winter. Wenn wir über das Wetter sprechen, denken wir oft an Deutschland. Aber in anderen Ländern ist das Wetter viel extremer. Ja, das stimmt. Es gibt Länder, in denen es fast immer kalt ist. Zum Beispiel in sehr nördlichen Ländern. Dort ist es im Winter extrem kalt, oft mit Schnee und Eis. Extrem kalt bedeutet, dass es viel kälter ist als hier. Teilweise minus 20 Grad oder noch kälter. Genau. Ich war einmal in einem Land, in dem es fast den ganzen Winter dunkel war. Die Sonne kam kaum raus. Das kann sehr anstrengend sein. Wenig Licht macht viele Menschen müde. Ja, das habe ich gemerkt. Man bleibt viel drinnen und geht wenig raus. In anderen Ländern ist es genau das Gegenteil.
Dort ist es extrem heiß. Zum Beispiel in Wüstenregionen. Dort kann es im Sommer über 40 Grad werden. Extrem heiß bedeutet, dass man kaum rausgehen kann. Viele Menschen bleiben dann tagsüber im Haus. Genau. Dort lebt man oft anders. Man geht früh morgens oder abends raus. Ich habe Freunde in einem sehr heißen Land. Sie sagen oft, tagsüber ist es zu heiß für alles. Das zeigt gut, wie das Wetter den Alltag beeinflusst. Ja, Wetter bestimmt, wie Menschen leben, arbeiten und ihre Zeit planen. In sehr kalten Ländern ist warme Kleidung wichtig. In sehr heißen Ländern braucht man Schatten und viel Wasser. Diese Wörter hört man oft, wenn man über extremes Wetter spricht. Und sie helfen, andere Länder besser zu verstehen. Genau. Wenn man über Wetter spricht, spricht man auch über Kultur. Und über den Alltag von Menschen Das macht Gespräche spannend. und sehr lehrreich. Jetzt haben wir viel über das Wetter gesprochen. Aber im Alltag beginnt alles oft mit einer einfachen Frage. Genau. Man fragt einfach nach dem Wetter. Und schon ist man im Gespräch. Das passiert oft draußen. Zum Beispiel im Park. Ja, im Park habe ich schon viele Gespräche angefangen. Ich auch. Ich erinnere mich an einen Spaziergang am Nachmittag. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und jemand saß neben mir. Und wie hast du angefangen? Ganz einfach. Ich habe gesagt, schönes Wetter heute, oder? Das ist ein perfekter Start. Die Person hat gelächelt und gesagt, ja, endlich Sonne. Genau so läuft das oft. Man stimmt zu oder sagt seine Meinung. Danach habe ich gesagt, gestern war es noch viel kälter. Und dann vergleicht man. Ja. Das Gespräch ging ganz von selbst weiter. Ich mache das ähnlich. Ich sage oft, heute ist es richtig angenehm. Angenehm ist ein Wort, das viele benutzen. Ja, weil es positiv ist. Nicht zu kalt, nicht zu heiß. Man kann auch fragen, kommen Sie oft hierher? Oder man bleibt beim Wetter. Zum Beispiel, hoffentlich bleibt das Wetter so. Solche Sätze hört man sehr oft. Und sie fühlen sich natürlich an. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man locker über das Wetter redet. Über Sonne, Regen und schöne Tage im Park. Aber manchmal ist das Wetter nicht nur Smalltalk. Genau. Manchmal wird das Wetter extrem. Und dann spricht man nicht mehr nur über gutes oder schlechtes Wetter. Dann spricht man über Naturkatastrophen. Naturkatastrophen sind Ereignisse, bei denen die Natur sehr stark ist. Zum Beispiel starker Regen, große Hitze oder schwere Stürme. Oder Hochwasser, wenn sehr viel Wasser kommt. In solchen Momenten verändert sich der Alltag. Straßen sind gesperrt, Menschen bleiben zu Hause, Und plötzlich reden alle über das Wetter. aber auf eine ganz andere Art. Ich erinnere mich an einen Sommer mit extremer Hitze. Ja, ich auch. Es war tagelang sehr heiß. Die Hitze war anstrengend. Viele Menschen waren müde. Manche konnten nachts schlecht schlafen. Dann spricht man nicht mehr locker. Man sagt zum Beispiel, das Wetter ist gefährlich. Oder, das ist nicht normal. Auch starker Regen kann gefährlich sein. Ja. Wenn es zu viel regnet, gibt es Überschwemmungen. Überschwemmung bedeutet, dass Wasser alles überflutet. Solche Wörter hört man oft in den Nachrichten. Und auch im Alltag. Menschen sagen dann, habt ihr das Hochwasser gesehen?
oder bei uns war der Sturm sehr stark. Markus, du hast vorhin gesagt, dass Wetter und Natur manchmal auch extrem sein können. Hast du so etwas selbst erlebt? Ja, das habe ich. Ich habe einmal ein Erdbeben miterlebt, und das werde ich nie vergessen. Es war früh am Morgen. Ich war noch im Bett und wollte gerade aufstehen. Plötzlich habe ich gemerkt, dass sich alles bewegt. Erst ganz leicht, dann stärker. Das Bett hat gewackelt, der Boden hat sich komisch angefühlt und ich habe Geräusche aus der Wohnung gehört. In diesem Moment war ich sehr verwirrt. Ich wusste nicht sofort, was passiert. Für ein paar Sekunden habe ich einfach dagestanden und gedacht, was ist das gerade? Hast du gleich gemerkt, dass es ein Erdbeben ist? Nein, erst nach ein paar Sekunden. Dann wurde mir klar, das ist kein Wind und kein LKW draußen. Das ganze Haus bewegt sich. Ich bin schnell aufgestanden und nach draußen gegangen. Auf der Straße waren schon viele Menschen. Alle haben sich angeschaut. Niemand hat viel gesprochen. Man hat gemerkt, dass alle das Gleiche erlebt haben. Manche hatten Angst, andere waren ganz ruhig. Ich selbst war angespannt, aber auch sehr aufmerksam. Wie lange hat das gedauert? Eigentlich nur kurz. Vielleicht 10 Sekunden. Aber in dem Moment fühlt sich das viel länger an. Danach war es plötzlich ganz still. Kein Wackeln mehr, keine Geräusche. Ich habe tief durchgeatmet und gemerkt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Wie hast du dich danach gefühlt? Erleichtert und auch ein bisschen nachdenklich. Man merkt in solchen Momenten, wie klein man eigentlich ist. Das kann ich mir vorstellen. Deine Geschichte zeigt gut, wie stark Natur sein kann. Und das erinnert mich an eine eigene Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Echt? Wo war das? Ich war einmal im hohen Norden in der Nähe der Arktis. Dort habe ich extreme Kälte erlebt, viel stärker, als ich sie vorher kannte. Es war Winter und die Temperaturen waren sehr niedrig. Schon nach ein paar Minuten draußen haben mein Gesicht und meine Hände wehgetan. Die Luft war so kalt, dass jeder Atemzug brannte. Das klingt sehr intensiv. Ja, das war es auch. Ich hatte mehrere Schichten Kleidung an, aber trotzdem war mir ständig kalt. Alles war still und der Schnee hat jedes Geräusch geschluckt. In dieser Zeit habe ich auch Inuit kennengelernt, Menschen, die dort leben. Für sie war dieses Wetter normal. Sie waren ruhig und sehr gelassen. Wie sind Sie mit der Kälte umgegangen? Ganz selbstverständlich. Sie wussten genau, wie man sich bewegt, wie man sich anzieht und wann man draußen sein sollte. Ich habe gemerkt, wie viel Erfahrung sie mit der Natur haben. Wir haben zusammen gesessen und gesprochen. Sie haben mir erzählt, dass Kälte dort zum Alltag gehört. Für mich war es extrem, für sie war es normal. Das ist ein großer Unterschied. Ja, diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie unterschiedlich Menschen Wetter erleben und wie sehr es vom Ort und vom Leben abhängt. Wenn ich heute sage, dort war es sehr kalt, dann steckt für mich viel mehr dahinter. Das merkt man. Bevor wir weitermachen, würden wir gern noch etwas von euch wissen. Schreibt uns gern in die Kommentare, wo ihr herkommt. Und erzählt uns, wie das Wetter bei euch normalerweise ist. Ist es oft kalt oder eher warm?
Regnet es viel oder scheint oft die Sonne? Ihr könnt ganz einfache Sätze schreiben. Zum Beispiel, ich komme aus Spanien. Bei uns ist es oft warm. Oder ich komme aus Polen. Im Winter ist es sehr kalt. 1 oder 2 Sätze reichen völlig aus. Uns interessiert wirklich, wie das Wetter bei euch ist. Und vielleicht entdeckt ihr auch Gemeinsamkeiten mit anderen. Wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Wenn wir über das Wetter sprechen, geht es oft nicht nur um Sonne oder Regen. Stimmt, es geht auch darum, wie wir uns fühlen. Genau. Das Wetter beeinflusst unsere Stimmung mehr, als wir denken. Besonders schlechtes Wetter merkt man im Alltag sehr schnell. Ja. Wenn es lange grau ist, regnet oder wenig Sonne da ist, sind viele Menschen ruhiger. Oder müder. Genau. Viele sagen dann, ich bin heute nicht so gut drauf. Nicht gut drauf sein bedeutet, dass man schlechte Laune hat. Im Winter hört man das besonders oft. Ja, es gibt sogar ein Wort dafür. Winterdepression. Das bedeutet, dass manche Menschen im Winter trauriger oder antriebslos sind. Antriebslos heißt, dass man wenig Energie hat. Viele merken das gar nicht bewusst, Aber man sieht es im Alltag. zum Beispiel bei Gesprächen. Wenn das Wetter schlecht ist, reden Menschen mehr darüber. Genau. Regen ist dann oft das erste Thema. Man sagt dann, schon wieder Regen? Oder dieses Wetter macht mich fertig. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie sehr das Wetter unsere Stimmung beeinflusst. Und genau deshalb beeinflusst es auch unser Verhalten. Ja, im Alltag benutzen viele Menschen das Wetter als kleine Ausrede. Das klingt negativ, ist aber ganz normal. Sehr oft hört man Sätze wie bei dem Wetter Zum Beispiel, bei dem Wetter bleibe ich lieber zu Hause. oder bei dem Wetter habe ich keine Lust rauszugehen. Diese Sätze hört man sehr oft, besonders bei Regen oder Kälte. Ein anderer typischer Satz ist wegen des Wetters. Zum Beispiel, wegen des Wetters komme ich etwas später. Oder wegen des Wetters habe ich den Termin verschoben. Das Wetter ist dann der Grund. Genau. Und das wird meistens auch akzeptiert. Ja, niemand wundert sich darüber. Bei schlechtem Wetter sind viele Menschen langsamer. Man geht langsamer Man arbeitet langsamer. und man plant weniger. Ich merke das bei mir selbst. Ich auch. Wenn es regnet, sage ich mir oft, heute mache ich alles etwas ruhiger. Oder heute ist ein Tag für drinnen. Drinnen bleiben ist bei schlechtem Wetter sehr typisch. Man bleibt zu Hause, schaut einen Film oder liest. Und wenn man etwas absagt, sagt man oft, heute lieber nicht bei dem Wetter. Das klingt freundlich und verständlich. Ja. Das Wetter nimmt den Druck raus. Man muss sich nicht lange erklären. Genau. Jeder kennt das Gefühl. Und bei gutem Wetter ist es genau andersherum. Dann hört man Sätze wie, bei dem Wetter muss man raus. Oder wegen des guten Wetters gehe ich noch spazieren. Das Wetter gibt also oft den Ton an. Ton angeben bedeutet, dass etwas bestimmt, wie der Tag läuft. Und das passiert ganz automatisch. Wenn das Wetter sehr stark ist, hört man oft bestimmte Sätze in den Nachrichten. Im Radio oder im Fernsehen kommen diese Sätze immer wieder. Ja, diese Sätze sind meistens kurz und klar.
Genau deshalb eignen sie sich gut zum Üben. Ein typischer Satz ist zum Beispiel: Es gab starken Regen. Das bedeutet, es hat sehr viel geregnet. Oder man hört, viele Straßen sind gesperrt. Gesperrt heißt, man kann dort nicht fahren oder gehen. Bei extremem Wetter hört man auch oft: Die Lage ist schwierig. Damit meint man, dass die Situation problematisch ist. Solche Sätze klingen vielleicht ernst, aber sie sind sehr praktisch. Man hört sie im Alltag und in Gesprächen. Eine gute Übung ist, sich die Wettervorhersage anzuhören. Dort hört man viele wichtige Wörter. Zum Beispiel Regen, Sturm oder Hitze. Auch Zeitwörter wie heute oder morgen kommen oft vor. Man muss nicht alles verstehen. Es reicht, einzelne Wörter zu erkennen. Genau. Man kann sich einen Satz merken und ihn später noch einmal sagen. Oder man schreibt den Satz kurz auf. Das hilft beim Lernen. So gewöhnt man sich langsam an die Sprache. Und man lernt, wie man über das Wetter spricht. Früher war es ein fester Teil meiner Routine, jeden Tag Nachrichten zu schauen, meistens abends, nach der Arbeit. Wirklich? Hast du dir die Nachrichten komplett angesehen oder nur einen Teil? Meistens nur die wichtigsten Nachrichten. Und danach habe ich immer den Wetterbericht angeschaut. Das ist interessant. Warum gerade den Wetterbericht? Der Wetterbericht war für mich leichter zu verstehen. Viele Wörter haben sich wiederholt und ich konnte dem Sprecher gut folgen. Das heißt, dein Hörverständnis wurde besser? Ja, genau. Ich habe jeden Tag ähnliche Sätze gehört. Zum Beispiel: Morgen wird es sonnig oder es gibt Regen im Norden. Hast du aktiv mitgehört oder einfach nur zugehört? Beides. Am Anfang habe ich nur zugehört. Später habe ich einzelne Wörter mitgesprochen. Und hat dir das im Alltag geholfen? Sehr. Ich habe gemerkt, dass ich Gespräche über das Wetter besser verstanden habe. Auch Smalltalk war leichter. Das klingt nach einer guten Lernroutine. Ja, es war kein Stress. Es war einfach Teil meines Tages. Und genau so sollte Lernen sein. Genau. Regelmäßig, aber entspannt. Ein weiterer Tipp ist, das Wetter bewusst in den Alltag einzubauen. Man kann jeden Morgen kurz überlegen, wie das Wetter heute ist. Dann sagt man sich einen einfachen Satz. Das mache ich auch oft. Ich sage mir dann laut: Heute ist es kalt und bewölkt. Auch wenn ich allein bin, hilft mir das sehr. Laut sprechen ist wichtig, weil man sich an die Sätze gewöhnt. Der Kopf und der Mund arbeiten zusammen. So fühlt sich Deutsch natürlicher an. Ein anderer guter Tipp ist, kleine Notizen zu machen. Ein Satz reicht völlig aus, zum Beispiel im Handy oder auf einem Zettel. Genau. Ich habe mir früher oft einfache Wettersätze aufgeschrieben. Zum Beispiel: Morgen wird es warm oder heute regnet es stark. So verbindet man Denken und Schreiben. Man merkt schnell, dass sich viele Wörter wiederholen. Das gibt Sicherheit. Ein weiterer Tipp ist, mit anderen über das Wetter zu sprechen. Auch kurze Gespräche helfen sehr. Man muss nicht lange reden. Ja, ein Satz im Büro oder im Treppenhaus reicht schon. Zum Beispiel: Ganz schön kalt heute. Viele Menschen antworten automatisch. So entsteht ein kleines Gespräch ohne Druck. Man übt Deutsch ganz nebenbei. Das fühlt sich gut an. Wichtig ist,
regelmäßig zu üben. Lieber jeden Tag ein kleiner Satz als selten lange Übungen. So bleibt man dran. Genau. Kleine Schritte bringen mehr. Und das Wetter ist perfekt dafür, weil es jeden Tag da ist. Und weil jeder darüber spricht, so wird Deutsch Teil des Alltags. Damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Heute habt ihr gelernt, wie man auf Deutsch über das Wetter spricht. Von einfachen Wörtern bis zu kleinen Gesprächen im Alltag. Wir hoffen, ihr habt gemerkt, dass das Wetter ein leichtes und schönes Thema ist. Man kann damit Gespräche beginnen und ganz entspannt Deutsch üben. Denkt daran, ihr müsst nicht perfekt sein. Ein einfacher Satz reicht oft schon aus. Nutzt das Wetter im Alltag. Hört den Wetterbericht, sprecht laut oder redet mit anderen darüber. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch gern auch unsere anderen Podcasts an. Dort findet ihr viele Themen für den Alltag. Schreibt uns gern, wie euch der Podcast gefallen hat und sagt uns, welche Themen ihr euch wünscht. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut.